Der Base von Rocket Camper verspricht die neue Einfachheit und vor allem Leichtigkeit. Was es damit auf sich hat, versuche ich in diesem kurzen Caravan-Salon-Spezialüberblick zu erfragen. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Wieder ein Caravan-Salon-Spezial. Mein Name ist Markus und heute geht es wieder um ein Fahrzeug und zwar von Rocket Camper. Das ist jetzt ein Fahrzeug, das mal wieder zurück an die Base geht, also sagt es auch schon der Name. Back to the Roots, ein bisschen minimalistisches Fahrzeug, dass man einfach auch wieder mal einen preiswerten Einstieg hat. Ich will jetzt aber nicht mehr lange babbeln. Wir fangen sofort an und ich zeige dir, worum es hier überhaupt geht und wir springen aufs Messegelände. Viel Spaß! Rocket Camper. Ich gucke mir mal ein Fahrzeug an und da steht Base drauf und das hat mich gleich sehr interessiert und deswegen habe ich mir den Sven geschnappt. Bevor wir jetzt aber gleich über das Produkt reden, Sven, ganz kurz, wer bist du? Stell dich mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Sven Lutzak, ich bin der Gründer von Rocket Camper und Fahrzeugbauingenieur und Designer seit 27 Jahren in der wunderbaren Camper-Van-Branche. Habe schon viel erlebt und der Rocket Base ist echt, das ist so das Finale der bisherigen Erfahrungen. Was heißt denn Base? Was ist denn die Idee? Was ist das Konzept dahinter? Ja, die neue Einfachheit. So habe ich es genannt. Und viele Entwickler, das gilt für Fahrzeuge als auch in anderen Produkten, die wissen, einfache Dinge zu gestalten ist häufig das Schwierigste. Weil was kann man weglassen, was braucht es, ne? Was ist eine gute Funktion, was ist ein schönes Design. Und beides hängt oftmals sehr eng beieinander. Und wir haben uns hier beim Base gefragt, was könnten wir denn noch mehr reduzieren? Wir sind mit dem Rocket One ja vor 4 Jahren sehr erfolgreich gestartet und ein ganz wichtiger Punkt war bei uns weglassen. Wir haben die Nasszelle weggelassen, wir haben es uns getraut, die Nasszelle wegzulassen. Du warst einer der ersten, die das Fahrzeug in Augenschein genommen haben und auch vorgestellt haben. Und wir haben in der Zeit danach sehr viel positives Feedback bekommen zu diesem Layout. Einfach mal anders gedacht für bis zu 5 Personen. Und wir haben aber auch gemerkt, dass wir am Anfang sehr viele Familien hatten mit kleinen Kindern, die zu unseren Kunden zählten. Und es ist einfach weniger geworden. Nicht vom Interesse her, sondern weil die Budgets einfach nicht so gewachsen sind, wie die Fahrzeugpreise gestiegen sind. Und deswegen war nochmal der Ansatz, okay, was können wir denn darüber hinaus jetzt vielleicht noch reduzieren? Wie bei einer guten Soße einreduzieren auf das Wesentliche, auf das, was man unbedingt braucht. Und das ist der Base. Gehen wir mal auf ein paar Details. Was hast du denn reduziert und was ist noch übrig geblieben? Also was übrig geblieben ist, ist auf jeden Fall ein voll funktionsfähiges Fahrzeug mit allen Funktionen, die man sich so wünscht für Familien, auch für Alleinreisende. Das, was drin ist, ist wirklich sehr solide, funktional und durchdacht und sehr leicht auch. Das ist auch, neben der neuen Einfachheit reden wir auch von der neuen Leichtigkeit. Und wir haben Dinge in Frage gestellt, zunächst von den Funktionen her. Braucht man Dachstaukästen? Dachstaukästen kommen eigentlich aus dem Wohnwagenbau. Ne? Damit die Zelle des Wohnwagens steif und stabil ist, brauchte man früher die Möbel, um den ganzen Körper auszusteifen. Das haben dann klassische Wohnwagenhersteller übernommen in die Reisemobilwelt und dann auch in den Kastenwagen. Der Kastenwagen hat eine sehr stabile Zelle, der braucht diese Versteifung nicht unbedingt. Und dann ist die Frage, Dachstaukästen sind natürlich praktisch, um was unterzubringen, aber ich habe ja vielleicht nicht immer so viel Gepäck dabei und ich brauche sie vielleicht nicht immer. Und Dachstaukästen sind statisch, die sind immer drin, die wiegen immer, die nehmen Platz weg und wir stellen sie einfach mal in Frage. Wir haben tolle Taschen, die wir anstelle dessen einsetzen und natürlich auch für denjenigen, der sagt, ich will einen Dachstaukasten haben, der kriegt ihn auch. Ja, optional ist das möglich. Okay, also ich kann das Fahrzeug durchaus auch anders konfigurieren dann am Ende. Vieles ist möglich noch zu ergänzen. Ja, uns geht es eher darum, mal eine Basis zu ermöglichen. Wir haben zum Beispiel auch in der Grundausstattung nicht unbedingt eine Heizung dabei. Der Kunde kann natürlich eine Heizung ordern. Ja, wir wollen nur die Möglichkeit geben, denjenigen, die nur im Sommer unterwegs sind, auch zu sagen, ich brauche die nicht. Ja. Und ganz ehrlich, wenn wir unterwegs sind, wir haben die Heizung nie an. Und selbst wenn es mal Oktober ist oder Herbst, mein Ansatz ist immer weniger ist mehr. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass das zulässige Gesamtgewicht angehoben wird, da bin ich gar nicht so ein Freund davon, weil das verschiebt nur die Grenzen. Ja? Also ich finde immer, weniger ist mehr und als Fahrzeugbauer geht es immer darum, leichte Fahrzeuge zu bauen. Und by the way, dieses Auto, so wie es hier steht, wiegt 2470 Kilogramm.
Oh wow, okay. Das heißt im fahrbereiten Zustand auch schon? Also wir haben Leer, ohne Flüssigkeiten, ohne Fahrer. Bei DIN leer sind wir dann bei 2740 in dem Dreh. Aber es ist immerhin noch super, super leicht. Ja? Und deswegen, ich finde es auch den besseren Weg, weil immer weiter zu wachsen, immer schwerer zu werden, ist aus meiner Sicht nicht richtig. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe sonst bei den anderen Interviews immer noch gefragt, was hebt dich vom Mitbewerber ab? Aber ich glaube, die Frage hast du uns schon definitiv beantwortet damit, Sven. Oder hast du da noch was zu ergänzen? Nö, ich glaube, wir sind speziell. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Gibt es sonst noch was du uns zu dem Fahrzeug noch unbedingt sagen möchtest? Oder sagst du, nee, mach da mal lieber eine Route? Ja, hat noch was. Wir haben hier neue Schlafsitze von Schnirle. Das ist eine super tolle Geschichte, kann ich dir gerne noch mal zeigen. Ja. Weil durch diese Schlafsitze können wir auch hier unten noch weitere Betten bauen und wir sparen uns dadurch das Aufstelldach. Auch das ist optional möglich, aber man braucht es mit diesen Sitzen nicht unbedingt, zumindest solange die Kinder kleiner sind. Und es spart wieder Gewicht und es spart natürlich auch wieder Kosten. Wie lange brauche ich zum Umbauen? Das dauert 3 Minuten, wenn ich da geübt bin, ja. Dann machen wir das doch gleich mal und schauen uns das mal an. Ja, super. Ich würde es halt dann einfach mal testen, wenn ihr Bock drauf habt und so ein Fahrzeug einfach mal erleben, wenn es auch von eurer Seite mal möglich wäre. Aber ich würde mich sehr freuen. Dein Urteil ist uns sehr viel wert. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und vor allem auch eures, weil ihr könnt es ja sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das sind ehrlicherweise Worte gewesen, die ich heute noch nicht oft gehört habe, wenn ich so auf der Messe unterwegs bin. Sonst, man hört viel von Rabatten und so weiter und ich tue das noch rein und das noch rein, aber dieser Weg zu sagen, lieber auf Qualität zu gehen, auf Einfachheit und vor allem, das wollte ich noch fragen, das bedeutet ja trotzdem, ich kaufe mir eine Base, aber kann das ja immer noch modular erweitern, wenn ich möchte. Also ich sage jetzt mal, die Heizung hast du als Beispiel gebracht. Ich kann ja trotzdem, wenn ich merke, ich bin dann trotzdem im Winter viel unterwegs, nachträglich, eine Heizung nachrüsten. Das ist ja kein Problem. Absolut, das ist absolut möglich und darum geht es auch. Ne? Ich habe die wichtige Infrastruktur, die Basis habe ich dabei. Wir haben Strom, Elektrik, Gasinstallation, alles das, was auch Skills erfordert, das haben wir dabei. Und man kann das erweitern. Und ich finde es auch für Kunden super, die können unsere Taschen kaufen oder sich natürlich auch selber individuelle Einbauten machen. Und wenn man sich vorstellt, man ist zu zweit unterwegs und habe ich hier vorne keine weiteren Sitze, dann kann ja eine tolle Sofaecke entstehen, weil ich diesen Dachstaukasten nicht mehr habe, in dem ich mir die Birne stoße. Da ist vieles möglich. Es geht um die Basis und die Möglichkeit auch für Individualität. Ja. Dann lasst uns kreativ werden. Sven, herzlichen Dank, dass du uns da kurze Einblicke gewährt hast. Euch eine gute Messe, viel Erfolg. Vielen Dank. Und wir gucken jetzt mal weiter. Das war also der Base von Rocket. Jetzt bin ich gespannt, was haltet ihr von diesem Fahrzeug? Schreibt es super gerne in die Kommentare, lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich finde es auf alle Fälle sehr, sehr spannend, dass man einfach mal wieder back to the roots geht. Ich war am Anfang ein bisschen irritiert, dass man sagt, oh, ich habe da keine Heizung dabei. Aber klar, wenn du das Fahrzeug im Winter nicht benutzt, warum denn also unbedingt eine Heizung? Dann ist es vielleicht auch gar nicht notwendig. Aber ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Gestern beispielsweise habe ich ja euch ein ganz anderes Fahrzeug vorgestellt. Da braucht man ein bisschen dickere Geldbörse. Am Ende soll jeder Topf seinen Deckel finden. Genau darum geht's. Ich bin jetzt gespannt, was ihr davon haltet. Lasst auch super gern ein Like da, wenn ihr sagt, wow, dieses Video hat uns wieder was geholfen. Ich habe wieder ein spannendes Fahrzeug gefunden. Das wäre für mich wirklich wieder eine Ehre und ein kleines Dankeschön. Da geht es mir nicht darum, ob ihr das Fahrzeug gut oder schlecht findet, sondern dieses Like, das ist so ein kleines Danke an den kleinen Markus von Fan4Van. Ja, und morgen geht es auch schon wieder weiter mit dem nächsten Video. Lasst euch überraschen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, super gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr rund ums Thema Camping. Und jetzt würde ich sagen, egal mit welchem Fahrzeug ihr auch immer unterwegs seid. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist vor allem, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.